Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf die gewändelte Treppe eingehen, in diesem Fall hier im Bauwesen als Industrietreppe definiert. Um diese gewändelte Treppe zu modellieren, muss man hier eine Skizze als Treppenloch zeichnen, um in diesem Bereich die Treppe einzubauen. Wenn ich diese Skizze erzeugt habe, habe ich hier die Möglichkeit, diese Industrietreppe zu definieren. Ich wechsle hier in diesem Fall auf diese gewändelte Treppe, welche ich hier definieren kann. Ich habe hier die unterschiedlichsten Treppentypen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit Einholmtreppe oder Zweiholmtreppe, Wange seitlich oder aufgesattelt. Weiters habe ich hier die Möglichkeiten, die Formrohrtypen auszuwählen, dann hier auch die Formrohre als Holm, sprich hier habe ich noch die Möglichkeit, entweder den Stufentyp zwischen Blech oder Gitterrost, das heißt ich komme hier in die Blechtabelle oder in die Gitterrosttabelle. Vertieft hat man natürlich hier die Möglichkeiten, diese Holm- und Stufentypen noch zu erweitern. Weiters hat man hier die Möglichkeit, die Abstände, in diesem Fall Abstand Innenkante auf die Stufe oder Abstand Außenkante der Stufe, Versatz des Antrittes, Versatz Austritt und beim Holm von den gewissen Werten. Ich gebe hier in diesem Fall einfach mal eine Unterschneidung und wechsle hier auf die Zweiholmtreppe und kann hier noch sagen, die Abstände, welche ich hier noch haben möchte. Ich möchte bewusst hier unterschiedliche Werte eingeben, um dies einfach dann besser zu zeigen. Für das Treppenloch oder hier beim Holm, Oberkante Holm, Außenkante, Vorderkante Stufe, Vorderkante Holm. Das heißt, hier gebe ich den Wert ein und den Abstand von außen. Ich möchte hier, dass die Holme von der Außenkante um 150 mm nach innen versetzt werden. Wichtig ist dabei natürlich, dass hier natürlich ein sinnvoller Wert ist. Das heißt, diesen muss ich hier in diesem Fall erraten, da es hier einfach nur um ein fiktives Video geht. Mit OK bestätige ich hier diesen Dialog. Jetzt werde ich abgefragt, dass ich die Skizze, welche ich bearbeiten möchte, danach, wo mein Antritt ist, das heißt, wo möchte ich mit meiner Treppe starten. Das heißt, ich werde hier von unten starten und nach oben gehen. Danach wird mir hier nach meinen Abständen meine Lauflinie abgefragt. Die möchte ich hier für die Berechnung in der Mitte belassen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu definieren zwei unterschiedliche Treppen. Einmal mit der Steigung von 159 und einmal mit der Steigung von 152, welche ich hier jederzeit mit der Vorschau abändern kann. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit, die Treppendaten zu ändern oder diese gleich einzubauen, oder ich habe hier auch natürlich noch die Möglichkeit, die Stufen zu verziehen. Die Stufe möchte ich jetzt verziehen, das heißt, ich gehe auf Stufe verziehen, wähle hier meine Kante an von der Stufe, welche ich verziehen möchte. Das wäre in diesem Fall diese, und kann hier über die Gradanzahl die Stufen verziehen. Mit dem X komme ich hier dann weiter und hier wurde mir über diesen Punkt die Stufe verzogen. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit, danach diese einzubauen, und HiCAD baut mir diese Treppe nach meinen Einstellungen sofort ein. Man sieht hier sofort meine Skizze und meinen Bezug mit meinen Formrohren und mit meinen Treppenstufen. Das heißt, auch die Abstände, welche ich eingegeben habe von der Vorderkante der Stufe, von der Außenseite der Treppe und
Hier muss man jedoch aufpassen, wenn man hier eine Änderung macht, dann muss man das hier über diese Funktion Treppe ändern steuern. Das heißt, ich möchte hier sagen Treppe ändern. Ich muss ein Teil der Treppe identifizieren, das heißt, ich klicke ein Teil an und habe hier die Möglichkeit, in diesem Fall zum Beispiel auf eine Einholmtreppe mit einem anderen Formrohr zu wechseln. Jedoch die Einstellungen sollen gleich bleiben, das heißt, ich muss auch wieder hier die Skizze angeben, Antritt und Austritt angeben und hier wird mir natürlich eine neue Treppe eingebaut. Das muss man hier beachten. Das heißt, jede Änderung, die man vorher gemacht hat, wäre in diesem Fall zunichte. Das heißt, man muss hier sehr genau schauen, ob man mit der Aufteilung zurechtkommt, bevor man irgendetwas weiteres mit dieser Treppe erzeugt. Weiters noch die Frage, was sehr oft vorkommt, wenn ich bei dieser Treppe auf eine Wangentreppe umsattle, das heißt, ich möchte hier eine Wangentreppe erzeugen, gebe die Werte natürlich wieder wie gewohnt an und möchte diese Treppe einbauen, dann wird diese Wange, welche hier aufgezogen wird, nach den genauen Punkten und Werten, welche man angegeben hat, erzeugt. Das heißt, hier in diesem Fall, muss ich nochmal nachschauen, wären die Abstände hier in diesem Fall A2, also 50 mm. Das heißt, hier kommt in diesem Fall kommen diese Knickpunkte genau von den Stufen. Wenn man sich dies abändern möchte, dann ist das nur über das Feature möglich. Das heißt, es gibt hier keine Vereinfachungsfunktion. Man hat hier die Möglichkeit, da dieses Blech aus Skizze erzeugt worden ist, mit der Umschalttaste habe ich die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste diese Skizze zu bearbeiten und ich muss diese Skizze manuell editieren. Das heißt, ich muss meine Rundungen definieren, ich muss die Skizze, je nachdem, nach dem Wünschen des Kunden einfach in den gewissen Bereichen verziehen oder abändern oder mit den Skizzenfunktionen bearbeiten, so damit ich diese Skizzenform oder sprich die Form des Bleches erhalte. Hier ist dabei auch noch wichtig zu sagen, wenn Sie danach eine Änderung machen, dann sind diese ganzen Funktionen leider wieder defekt. Das heißt, defekt ist vielleicht das falsche Wort. Das heißt, diese Skizze oder diese Treppe wird immer von 0 an erzeugt. Das heißt, alle Änderungen bleiben in diesem Fall nicht erhalten.